Wann solltest du wie viel Ware vorrätig haben? Um diese Frage zu beantworten, bietet das Cloud ERP Haufe X360 DRP an, also Distributionsbedarfsplanung. Was genau sich dahinter versteckt und wie es die bisherige Nachschubsteuerung in Haufe X360 verbessert, erzählen und zeigen dir jetzt Iris und Dirk. Ich bin gespannt. Danke, Inga, und hallo Iris nach Hamburg. Hallo, moin, moin. Iris, ja, moin. Iris, du bist unsere Expertin für das ganze Thema Warenwirtschaft. Wir haben ja schon ein paar spannende Videos zusammen gedreht. Heute geht es um das Thema DRP. Das hat was mit Distribution zu tun, aber vielleicht erklärst du uns mal ganz kurz, was das ist und warum das Thema so aktuell ist. Ja, DRP kommt aus dem amerikanischen Distribution Requirements Planning, auf Deutsch gesagt Distributionsbedarfsplanung. DRP ist die bedarfsgerechte Nachschubsteuerung. Das heißt, Angebot und Nachfrage, passend zu den Planungseinstellungen, die man im System hinterlegt hat, wird analysiert und dann werden Vorschläge aus X360 erzeugt zur Herstellung, Umlagerung oder auch zum Einkauf von Ware. Das ist was anderes als die Nachschubsteuerung, die wir schon kennen oder kannten. Und seit wann gibt es dieses DRP in X360? Das DRP gibt es jetzt erst seit der letzten Haufe X360-Version, also der V13. Und es hat wesentliche Unterschiede zur bisherigen Nachschubsteuerung. Die bisherige Nachschubsteuerung bot rein nur die Möglichkeit, ich sag mal, Mindestbestände im Lager zu bevorraten und dann hinzuweisen, wenn irgendwie Ware knapp wird. Das DRP, das arbeitet mit wesentlich mehr Daten. Das berücksichtigt Aufträge und vorhandene Bestellungen, hinterlegte Termine, Lieferzeiten und all diese Dinge und erzeugt daraus eine bedarfsgerechte Nachschubvorschlagsliste. Und das ist doch schon ein wesentlicher Unterschied. Wir werden uns heute anschauen, die Einstellungen, die dahinter stecken, wie man das sozusagen auf seinen Bedarf einstellt. Das heißt, wir nehmen uns Fallbeispiele vor und gucken uns dann immer an, wie ist der entsprechende Artikel eingerichtet worden. Wir lernen dabei, wie rechnet Haufix 360 in der Distributionsbedarfsplanung, und das machen wir mit 4 Fallbeispielen. Du hast es vorbereitet, ich greife da jetzt mal vor, damit man das auch versteht. Wir haben einen steigenden Schwierigkeitsgrad. Wir starten mit einem Artikel mit Sicherheitsbestand, aber es ist nicht so lang. Dein zweites Beispiel wird sein, wir haben einen Artikel ohne Sicherheitsbestand. Das dritte soll werden ein Artikel mit verteilten Lagerstätten, und da soll die Bedarfsplanung jetzt plötzlich nicht eine Bestellung auslösen, sondern wir wollen uns die Umlagerung anschauen. Und das vierte Beispiel, da wird es weder Bestellung noch Umlagerung sein, sondern wir machen eine Setproduktion und wir lösen über die Bedarfsplanung die Setproduktion aus. Das sind deine 4 Beispiele, die du vorbereitet hast. Normalerweise läuft ja die Bedarfsplanung immer vollautomatisiert im Hintergrund. Wir werden das jetzt so machen, damit das für euch transparenter wird im Video. Wir werden jedes Mal die Bedarfsplanung neu anstoßen und dann immer nur für diesen Fall die aktuellen Bedarfe sehen und dann die Bestellung auslösen, sodass das alles ein bisschen transparenter wird. Iris, habe ich das so richtig beschrieben? Das ist perfekt beschrieben. Genau. Ich würde mal Dann direkt lass mit uns. dem ersten Fallbeispiel loslegen, oder? Super, sehr gerne, ja, ich freue mich. Okay, genau. Also, wenn man die Bedarfsplanung mit dem DRP aktiviert, hat man hier in X360 ein komplettes eigenes Menü oder einen eigenen Menüpunkt Bedarfsplanung, der hier die verschiedenen Programme, Einstellungen und so weiter bereitstellt. Und das Kernelement, das ist eigentlich das Programm der Berechnung. Das ist die Neuberechnung der Bedarfsplanung. Und die würde ich jetzt mal einmal arbeiten lassen. Das würde man normalerweise, wenn man das im täglichen Betrieb hat, nicht manuell machen, sondern das könnte man auf einen Zeitplan legen, dass zum Beispiel jede Nacht einmal die Bedarfsplanung alles durchrechnet und am nächsten Morgen guckt man sich die Ergebnisse dieser Bedarfsplanung an und diese Ergebnisse, die finden wir hier, die bearbeitet man dann. So ist die Bedarfsplanung angedacht.
Und hier haben wir jetzt mein erstes Fallbeispiel, was ich vorbereitet habe. Einen DRP-Testartikel Monitor. Ein Monitor, für den ein Sicherheitsbestand hinterlegt ist. Ja, und das zeigt schon ein bisschen, Stammdatenpflege ist irgendwo auch das A und O für eine gute Nachschubsteuerung und auch für eine gute Bedarfsplanung. Da unterscheidet sich beides relativ wenig. Ich würde mal einmal zeigen, wir haben hier also den Monitor. Das System sagt, 12 Teile sollen bestellt werden. Zugesagtes Lieferdatum, also heute, 5.8. brauche ich das. Dann sagt, dann hätte ich aber mal am 31.7. eigentlich aktiv werden müssen. Ja, dann würde ich mal einmal zeigen, wo diese Daten herkommen. Ich habe hier im Ergebnis der Bedarfsplanung erstmal ein Side-Panel. Ich ziehe das mal ein bisschen größer. Kann man das schon mal ganz gut sehen in der Darstellung. Hier sieht man es, mein Testmonitor, den ich hier angelegt habe für dieses Beispiel, auf dem Zentrallager hat aktuell einen Bestand von 0 Stück. Ich habe im System hinterlegt einen Sicherheitsbestand von 10, Mindestbestellmenge von 10, maximale Bestellmenge von 100. Das würde greifen, wenn jetzt auch noch Kundenaufträge oder so dazukommen. Und hinterlegt ist auch eine Losgröße von 12. Das heißt, der Lieferant, wo ich diese Ware nachkaufen kann, diesen Monitor, der liefert eben nicht 10er-Pakete, sondern der liefert 12er-Sets. So, das heißt, wenn ich den einkaufe, dann müsste ich eben auch die 12 bestellen. Und hier unten sieht man Lieferzeit 5 Tage. Das erklärt den Unterschied in den Terminen, den ich eben gezeigt habe. Ja, das ist hier rechts im Side-Panel, damit man die einzelnen Vorschläge, die X360 da ausrechnet, auch gut nachvollziehen kann. Ich würde noch mal einmal zeigen, wo man die Stammdaten eigentlich pflegt. Passt das? Das machst du am Artikel oder wo machst du Da das? würde ich direkt mal, genau. Ich kann hier direkt in die Artikelnummer hineingehen und kann das zeigen. Und dieser Artikel, wenn der jetzt aufgeht, mein Monitorartikel, der hat erstmal hier eingestellt die Planungsmethode Bedarfsplanung. Ist auch ganz interessant. Also ich kann die Bedarfsplanung und die bisherige Nachschubsteuerung rein theoretisch auch parallel laufen lassen. Ob das dann noch übersichtlich ist, das mag man dann im Einzelfall entscheiden. Wenn hier die Bedarfsplanung mit dem DRP aktiviert ist, habe ich hier einen Tab Bedarfsplanung und da kann ich einrichten, wo soll denn dieser Artikel eigentlich herkommen? Soll er kommen aus dem Einkauf, aus einer Umlagerung, Streckenlieferung, auftragsbezogene Bestellung oder sogar meinen Set-Auftrag, dass ich eine einfache Set-Produktion habe? Hier für diesen Artikel ist hinterlegt Einkauf und Sicherheitsbestand von 10 Teilen. Jetzt darf man nur einen Fehler nicht machen. Das hier im Register Bedarfsplanung, das ist immer nur die generelle Einstellung für den Artikel. Wenn ich mehrere Lager bewirtschafte, dann kann ich je Lager Einstellung vornehmen. Wenn ich nur ein Lager bewirtschafte, dann würde diese Einstellung hier auch in die Lagerdetails übernommen werden. Die Lagerdetails findet man hier im Register Lager. Das ist sowieso ganz praktisch, denn hier sehe ich ja auch immer den Bestand. Ich habe also 0 Bestand von diesem Artikel in diesem Lager. Und in diese Lagerdetails mit Klick auf das Lager kann ich sie öffnen. Dort habe ich das Register DRP und da sehe ich, aha, Sicherheitsbestand. Man sieht es, ich könnte ihn hier ja auch überschreiben. Ist jetzt in diesem Falle nicht der Fall. Das heißt, 10 Teile Sicherheitsbestand, wenn die unterschritten sind, dann möchte ich, dass das DRP mir einen Bestellvorschlag oder das zumindest im Bedarf auswirft und sagt, du, da musst du bestellen. Jetzt ist noch ein zweiter Aspekt vielleicht ganz interessant, denn mein DRP hat ja nicht 10 ausgewiesen, sondern 12. Und die 12, die tauchte ja hier bisher noch nirgendwo auf. Hier steht Losgröße 0. Das hast du aber eigentlich eben schon mal gezeigt, ne? Wir haben ja eben die Losgröße gesehen. Wo kommt die her? Genau. Diese Losgröße kommt aus meiner Artikel-Lieferanten-Beziehung und da gehört sie ja auch hin. Denn ich könnte ja für einen Artikel 3 oder 4 verschiedene Lieferanten haben und bei jedem Lieferanten sind einmal die Lieferzeiten anders. Ich kann ja einen Lieferanten haben, der ist vielleicht etwas teurer, ist aber schneller. Ein anderer Lieferant ist vielleicht langsamer. Und ich habe hier immer definiert einen Standardlieferanten. Bei diesem hier ist hinterlegt Laptops billiger, da kommt mein Monitor her. Die normale Lieferzeit von Laptops billiger ist 3 Tage, aber dieser Monitor hier, der braucht 2 Tage mehr, deswegen sind hier die zusätzlichen 2 Tage hinterlegt im System.
Mindestbestellmenge, maximale Bestellmenge ist klar, aber für diesen Monitor habe ich eben bei Laptops billiger eine Losgröße von 12 und das berücksichtigt der DAP auch bei der Ermittlung meines Bedarfs. 12 Stück, Menge in Basiseinheit. Das Ja, war jetzt der einfache Fall. ja, genau. Ich würde jetzt nochmal zeigen, wie ich da auch tatsächlich eine Bestellung draus mache, weil das Ja. ist ja hier erstmal nur das Ergebnis der Bedarfsplanung. Das geht ziemlich einfach. Ich markiere den, klicke hier auf Bestellung und dann wird mir hier angezeigt mein Lieferant. Ich könnte jetzt sogar den Lieferanten noch wechseln, wenn Ja. ich jetzt sagen würde, ich will den woanders beschaffen. Aber hier ist der Artikel. Ich könnte auch hier die Menge nochmal etwas anpassen. Ich lasse das jetzt in meinem Beispiel so, klicke hier auf Bestellung, also auf Erstellen und jetzt hat das System in X360 direkt eine Bestellung angelegt. Diese Bestellung, die findet man jetzt hier im Einkauf direkt im Register Bestellungen, da wo sie immer sind, wo man sie auch manuell anlegen kann. Sie hat jetzt erst einmal den Status vorläufig, weil man die ja vielleicht am Ende abarbeitet. Ja, Okay. und jetzt kann das Ganze in seinen ganz normalen Einkaufsprozess gehen. Das heißt, die Bestellung kann verarbeitet werden, an den Lieferanten gesendet werden und so weiter. So geht das jetzt seinen Weg. Ja. An welchem Produkt willst du uns jetzt das Gleiche mit dem Artikel ohne Sicherheitsbestand einmal zeigen? Da habe ich jetzt mal hier ein Keyboard. Ich will das mal zeigen. Ja. Für dieses Keyboard habe ich hier einen Kundenauftrag hinterlegt, jetzt über die Menge 1. Ich zeige Ja. mal einmal die Einstellungen dieses Keyboards. Ihr habt ja auch eben gesehen, in der Berechnung der Bedarfsplanung ist das gar nicht aufgetaucht. Das liegt daran, dass ich hier für dieses Keyboard zwar eingestellt habe Einkauf, aber Sicherheitsbestand von 0. Ich gucke wieder hier in meinen Lagerdetails. Also, wenn der ab dem Zentrallager abverkauft wird, dann muss er eingekauft werden, aber Sicherheitsbestand 0 heißt, dauerhaft bevorraten möchte ich ihn nicht. So, dieser Kundenauftrag, der hat im Moment noch den Status vorläufig. Ich habe das DRP so konfiguriert, dass vorläufige Aufträge erstmal nicht berücksichtigt werden. Wenn ich den jetzt auf offen setze, diesen Kundenauftrag, dann kann ich hier einmal die Bedarfsplanung mal neu rechnen lassen. Und dann sollten wir gleich mal sehen, was im Ergebnis dieser Bedarfsplanung jetzt auftaucht. So, gucken wir mal. Ergebnis der Bedarfsplanung. Ich muss den Screen einmal aktualisieren. Da ist mein Keyboard. Und dieses Keyboard muss jetzt beschafft werden mit der Menge 1, weil ein Kundenauftrag da ist. Die Auftragsnummer ist die 972. Hätte ich übrigens weitere Kundenaufträge, dann würden die hier natürlich alle auch aufgelistet werden. Und dann könnte ich die auch alle markieren und in einer Bestellung zusammenfassen. Also diese Möglichkeit habe ich natürlich auch. Aber hier Ja. auftragsbezogen bestellt. Auch im Side-Panel wird mir das entsprechend angezeigt. Ich habe im Moment einen Bestand von 0. Würde ich diesen Auftrag beliefern, wäre ich ja im Minus. Deswegen Einkauf, Bedarfsplan, damit ich dann diese Ware, diesen Auftrag erfüllen kann. Ja, Super transparent, das- Iris. Danke. da würde ich wieder markieren und Okay. erzeuge hier direkt meine Bestellung. So, Und damit ist sie jetzt auch aus Und der Liste dann- der Bedarfsplanung wieder raus. genau. Ne? Dann ist er hier weg. Und- Genau. Und dann können wir uns ja den nächsten Fall mit widmen. Ja. Können wir zum nächsten Fall gehen. Und das war, Korrekt. wir haben ja eben gesehen bei den Einstellungen, man kann nicht nur Bestellung oder Einkauf sagen, sondern ich kann als Quelle für einen Artikel eben auch die Umlagerung festlegen. Und dafür Ja. hattest du jetzt ein Beispiel vorbereitet, dass wir mit verteilten Lagerstätten arbeiten und dabei jetzt sozusagen die Bedarfsplanung zieht über eine Umlagerung. Ganz genau. So der Plan. Ja. Ich habe jetzt als nächstes vorbereitet ein Laptop. Das Laptop möchte ich einmal zeigen im System. Hat erstmal auch hier eingestellt die Bedarfsplanung. Und dieses Laptop wird in 2 Lagern geführt. Abverkauft und Standardlager für den Abverkauf ist hier das Lager München. Ich sehe aber, ich habe auf dem Lager München gar keinen Bestand. Bestand habe Okay. ich auf meinem Zentrallager. Auf Ja. dem Zentrallager wird eingekauft,
was jetzt nicht nötig ist, weil ja schon 25 Teile da sind. Wenn Ware nach München soll, dann wird die umgelagert aus meinem Nachschublager, nämlich aus meinem Zentrallager. Das ist hier hinten die Spalte. So, und das ist jetzt also mein Laptop. Und wenn ich jetzt einen Kundenauftrag habe, ich habe das mal hier vorbereitet. Nee, das muss ich anders erklären. So, jetzt will ich mal einmal zeigen, wie hier die Einstellungen sind. Im Zentrallager habe ich hier eingestellt Sicherheitsbestand 15. Ich habe ja 25 da, also deswegen wird auch keine Bestellung ausgelöst. In meinem Lager in München, da wo ja jetzt im Moment keine Ware vorrätig ist, da ist eingerichtet, dass ich einen Sicherheitsbestand von 10 haben möchte. Und wenn der nicht erreicht ist bzw. aufgefüllt werden muss, dann erfolgt das durch Umlagerung aus diesem Zentrallager. So, und da lasse ich doch jetzt mal einmal die Bedarfsplanung rechnen. Und schau mal, was das Ergebnis ist der Bedarfsplanung. Und da zeigt das System jetzt an, ach guck mal an, dieses Laptop, da ist eine Umlagerung nötig in das Lager München. Und zwar 10 Stück, weil das die 10 des Sicherheitsbestandes war, die ich in dem Lager München entsprechend hinterlegt habe. Wenn ich jetzt zu diesem Artikel hier auch einmal in das Side-Panel gucke, dann sieht man das auch entsprechend. In dem Lager München habe ich 0 an Bestand, 10 bräuchte ich und deswegen der Umlagerungsvorschlag für diesen Sicherheitsbestand. Jetzt kann ich auch hier wieder sagen, okay, ich verarbeite das, ich markiere das. Vorgeschlagen hat das System eine Umlagerung, die werde ich auch gleich machen. Nur kurz einmal zur Info, ich könnte jetzt rein theoretisch auch auf das Lager München sogar eine Bestellung auslösen, also vom Vorschlag abweichen. Da wir ja Bestellung eben schon hatten, mache ich jetzt hier mal einmal so wie vorgeschlagen die Umlagerung. Und wenn ich jetzt sage erstellen, dann erzeugt das System einen sogenannten Transferauftrag, der dann abgehend ist vom Zentrallager. Das wird hier angezeigt, ankommend in dem Lager München. Daraus wird dann eine Lieferung entsprechend erzeugt und ich kann dann in München, wenn die Ware dort dann ankommt, ist ja ein bisschen Transport von Hamburg nach München, kann ich dann entsprechend den Wareneingang dann verbuchen. Ich erstelle meinen Transferauftrag und dann sehe ich hier auch die Auftragsnummer für diesen Transferauftrag und die Position ist hier aus meinem Ergebnis der Bedarfsplanung raus. Super, wir kommen richtig zackig durch die Beispiele durch. Ja, Und hier da habe ich ist, jetzt mal einen, da ist die Bedarfsplanung, ja. genau, hier Das habe ich ist ja jetzt auch mal, mal einen Fall. ja, Ich habe einen Kunden, genau, hier habe ich einen Kundenauftrag jetzt einmal über ein Laptop Cleaning Kit. Das ist ein sogenannter das, Set-Artikel in ja, X360. das war dein viertes Beispiel, was du geplant hattest, wo du zeigen willst, keine Umlagerung, und keine Bestellung, sondern sozusagen eine kleine Produktion, eine Set-Produktion im Endeffekt, richtig? Genau. Wir nennen das immer gerne so wie Produktion Light. Nicht? Ja, X360 hat ja einfach die Möglichkeit zu sagen, nehme Komponente A, B und C und baue daraus einen finalen Artikel. Das ist die sogenannte Set-Produktion. Ich kann das auch noch anreichern durch eine kleine Werterhöhung, weil ich ja vielleicht einen Zeitaufwand für Veredelung oder das Packen oder sowas da reingesteckt habe. Das wäre die Set-Produktion. Das ist sozusagen ja, die ganz kleine Schwester, vielleicht eher der Säugling zum Produktionsmodul. Das Produktionsmodul in X360 ist ja gedacht für wirklich Abbilden komplexer, mehrstufiger Stücklisten mit ja. Produktionsaufträgen, Arbeitsgängen und Maschinen. Das hat die Set-Produktion nicht, ist aber eine einfache Möglichkeit zu sagen, nehme von 4 Einzelteilen was weg und baue mir daraus ein Endteil zusammen. Wobei wir ja Hier habe ich eben in mal, den DRP-Einstellungen gesehen haben, dass ich nicht nur das Set, sondern auch eine Produktion anstoßen kann. Also auch das Produktionsmodul in X360 kann über DRP angestoßen werden, richtig?
Ja, dann würde man das MRP nennen, genau. Dann ist das Ja. ein erweiterter DRP-Lauf sozusagen. Also Material Resource Planning nennt sich das dann, wenn es im Rahmen des Produktionsmoduls ist. Das Produktionsmodul ist aber eine separate Lizenz, also Hm. lizenzbedürftig. Die Set-Produktion und auch der DRP ist im Modul der Warenwirtschaft enthalten. Okay. Also ist in Standardwarenwirtschaft mit drin. Wunderbar. Ganz genau. Das Ja, ich sind würde deine mal einmal 4 Komponenten für den Set-Artikel, richtig? genau, das ist mein Laptop Cleaning Kit. Und Ja. das besteht einmal aus einem Airblower, einer Brush, eine spezielle Bürste, dann ein Mikrofibertuch und ein Keyboard-Gel. Und von dem Ja. Keyboard-Gel sind sogar 2 Teile in diesem Set enthalten. Ja, und was ich einmal zeigen möchte ist, ich habe einmal ich rufe mal das Set entsprechend auf. Ich habe einmal meinen Set-Artikel selbst, also das finale Produkt, das zusammengestellte, jetzt finde ich es gerade gar nicht, Komponente, da ist es, mein Set, Laptop Cleaning Kit. Dieses Laptop Cleaning Kit habe ich so eingerichtet, dass wenn es ab dem Zentrallager verkauft wird, dann soll das mit einem Setauftrag individuell zusammengestellt werden. Das heißt, ich habe das Set nicht fertig gepackt auf Lager vorrätig, sondern ich würde das eben nur bedarfsweise überhaupt zusammenstellen aus seinen Komponenten. Und diese Zusammenstellung, das wäre der Setauftrag. Das ist hier entsprechend hinterlegt in der Bedarfsplanung. Und dann habe ich meine entsprechenden Komponenten. Meine Komponenten, die sind ganz normale Einkaufsartikel, weil ich diese Bürste ja vielleicht sogar auch so ab Lager verkaufen kann. Nicht nur in Verbindung mit diesem Set und den 3 anderen Artikeln, sondern auch als Soloartikel. So, und jetzt habe ich mal einen Kundenauftrag hier angelegt für dieses Set. Also da habe ich jetzt einen Kunden, mein Testkunde Milkert, der möchte jetzt hier von diesem Set 2 Teile haben. Der Kundenauftrag sagt natürlich, Achtung, von dem Set hast du gar nichts vorrätig. Wenn du den jetzt abverkaufen würdest, würde die Menge negativ werden. Deutlicher Hinweis für mich, da muss was passieren. Ja, und wenn jetzt meine nächtliche Bedarfsplanung rechnet, ich mache das jetzt hier mal manuell, dann bin ich ja mal ganz gespannt auf das Ergebnis meiner Bedarfsplanung. So, schauen wir mal, was da rauskommt. Und guck an, das ist ganz interessant. Hier sind jetzt 2 Artikel aufgetaucht. Das ist nämlich einmal der Setauftrag, Menge Ja. 2 aus dem Kundenauftrag. Das ist die Auftragsnummer, die ich zusammenstellen muss. Und in dem Set waren ja nun 4 Komponenten drin enthalten. Aber für die Komponente 4, da reicht der Warenbestand nicht aus. Deswegen sagt mir das System, Achtung, für den musst du jetzt auch noch schnell einen Einkauf machen, weil sonst wird das mal gar nichts für die Setproduktion. Und jetzt werden auch noch meine Termine durchgerechnet. Wenn ich jetzt also am 8. August aktiv werde, dann ist ja am 15.8. mein Gel da, mein Keyboard-Gel. Und dann könnte ich am 15.8. Entsprechend mein Set zusammenbauen und die Lieferung durchführen für diesen Kundenauftrag. Und jetzt kann ich ich könnte also jetzt hier wieder markieren, meine Bestellung erzeugen oder ich gehe hier hin und erzeuge meinen Setauftrag. Da ist er dann. Und der ist dann in der Liste Sets produzieren, ist ja ein bekanntes Programm aus der Warenwirtschaft. Da ist er dann drin und kann entsprechend abgearbeitet werden. Und den Einkauf kannst du auch noch anstoßen, richtig? Und den Einkauf, genau, da mache ich jetzt dann Ja. auch wieder meine Bestellung draus. Ja, Voraussetzungen natürlich immer, Stammdaten müssen gut gepflegt sein. Das bedeutet einmal die Mindestbestände oder Sicherheitsbestände, die wir uns ja eben schon angeguckt haben, die Losgrößen, die Standardlieferanten für die Artikel und die Lieferzeiten Richtung Kunde und auch Richtung Lieferant. Die sollten natürlich gut im System hinterlegt sein, denn wenn die Daten nicht stimmen, dann kommen natürlich auch nicht die richtigen Ergebnisse bei raus. Iris, das war super informativ. Ich habe gelernt, wie du die Einstellung vornimmst für die Distributionsbedarfsplanung. Ich habe gelernt, wie HVX 360 dann rechnet und die Umlagerung, den Einkauf oder die Setproduktion anstößt.
Und ich habe auch gesehen, dass wir jetzt zum Beispiel mit integriert haben die Fristen für die Lieferfristen, die für den Händler beziehungsweise für den einzelnen Artikel hinterlegt sind, wie wir mehrere Lager berücksichtigen. Das war ein schöner Rundumschlag rund um das Thema DRP. Ich hoffe, da bleiben nicht mehr viele Fragen über, aber ich weiß, du hast noch mal so 2 Spezialthemen in petto, die wir jetzt anteasern. Wenn ihr da mehr drüber erfahren wollt, seht uns Genau. nach. Das zeigen wir euch dann gerne remote persönlich, aber dafür, das würde heute den Rahmen sprengen. Ich würde ein Programm noch kurz vorstellen hier an dieser Stelle. Das System ist nämlich insofern noch intelligent, dass es Ausnahmemeldungen erzeugt. Wenn ich meine Bedarfsplanung abarbeite, dann analysiert das System ja auch meine Belege. Sieht zum Ja, Beispiel, hier haben wir eine Bestellung, einen Transferauftrag, noch eine Bestellung, einen Kundenauftrag für meine Testartikel. Und da kriege ich Empfehlungen vom System, zum Beispiel bei dieser Bestellung, das wird zu spät, um den Kundenauftrag richtig zu beliefern. Sollte ich vielleicht das Lieferdatum vorverlegen? Den Bestellzugang hier wäre zu spät. Da muss ich meine Umlagerung vielleicht beschleunigen, wenn es möglich ist. Ich könnte aber auch hier meinen Auftrag, der schlummert dann noch, ist im Status vorläufig, der ist im Moment noch nicht berücksichtigt. Also das sind nochmal so Hinweise oder Ausnahmemeldungen, die ich noch entsprechend abarbeiten kann, um meine Warenlogistik noch zu verbessern. Das ist eine das ist ja schöne immer Thematik. hilfreich. Ja, das ist ja immer wichtig, dass man sagt, komm, geht ins Dashboard, legt euch hierauf eine Kennziffer an, dann habt ihr im Dashboard sofort in dem Moment die große 4 da stehen unter Ausnahmemeldungen und dann wisst ihr, da muss ich drauf gucken. Nur wenn das Ding sauber ist, dann braucht ihr da nicht reingehen. Das macht das Leben dann einfacher, wenn ihr diesen Report bzw. diese Liste dann mit einer Kennziffer belegt. Ja, Und dann hast du noch ja. ein zweites Thema gehabt, Iris. Ja, ein zweites Thema, das erzähle ich jetzt Hm. nur auf der Tonspur, aber was auch ganz interessant ist oder eine interessante Möglichkeit, ich kann die Bedarfsplanung so konfigurieren, dass auch noch dass ich Prognosen im System hinterlegen kann. Das ist vor allem interessant für saisonale Ware oder wenn ich weiß, ich bekomme im November einen Großauftrag an Notebooks rein, der ist schon vorterminiert. Jetzt ist der November vielleicht im Moment noch gar nicht bei mir im Fokus, dass ich den in der Nachschubsteuerung habe. Ich habe auch vielleicht oder ich habe eine besondere Saison, dass ich sage, immer in der Vorweihnachtszeit, da geht von meinem Laptop immer doppelt so viel über die Ladentheke wie für normal. Dann könnte ich dem System auch Prognosen hinterlegen, Wachstumsprognosen, und dann würde das entsprechend in der Bedarfsplanung auch berücksichtigt werden. Prima. Iris, es war mir ein Fest. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich freue mich schon auf das nächste Video mit dir und würde dann sagen, ganz lieben Dank und zurück zu Inga, ne? Tschüss nach Hamburg. Tschüss! Ein super Überblick. Vielen Dank, Iris. Wenn einer unserer Zuschauer noch Fragen rund um DRP oder Warenwirtschaft haben sollte, darf er sich bestimmt an dich wenden. Wenn du also Fragen hast, dann schreib uns gerne in die Kommentare oder melde dich auch gerne über die Kontaktdaten, die unten in der Beschreibung zum Video sind. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlass uns außerdem sehr gerne einen Like und abonniere unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.